Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Herzlich willkommen in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington und herzlich willkommen im neuseeländischen Nationalmuseum. Vor über einem Jahr habe ich begonnen, in meinem historischen Reisepodcast Voyage to Go History die Reise um die Welt zu erzählen von dem 17-jährigen deutschen Georg Forster, der an Bord der HMS Resolution unter dem Kommando von James Cook um die Welt gesegelt ist. Georg Forster wurde durch seinen Vater, Johann Reinhold Forster, Teil der zweiten Weltumsegelung von James Cook. Johann Reinhold wurde als Naturforscher für die Reise ausgewählt und bestand darauf, dass der 17-jährige Georg ihn begleitete. Die Expedition mit der HMS Resolution dauerte von 1772 bis 1775 und prägte Georgs Leben und wissenschaftliches Werk nachhaltig. Seit 2025 erzähle ich diese Geschichte auch auf Englisch und seitdem bin ich unterwegs und besuche die Schauplätze und Orte, an denen diese Reiseerzählung spielt, rund um die Welt. Ich will dabei die Verbindung herstellen zwischen der historischen Reiseerzählung, wie die Menschen das damals empfunden und beschrieben haben, und dem, was wir davon heute noch sehen können und wie wir es heute empfinden. James Cook begegnete den Maori, den indigenen Bewohnern Neuseelands, erstmals während seiner ersten Weltumsegelung von 1768 bis 1771. Diese erste Begegnung war von Missverständnissen und Konflikten geprägt, da die kulturellen Unterschiede groß waren. Bei der zweiten Begegnung während der zweiten Weltumsegelung 1773 war Cook besser vorbereitet. Der Austausch verlief friedlicher und es kam zu Handel sowie kulturellen Interaktionen, die das gegenseitige Verständnis verbesserten. In der Reiseerzählung von Georg Forster geht es ganz viel um die Beobachtung der Menschen, die an den Orten leben, die die HMS Resolution und die HMS Adventure in ihrer Reise um die Welt besuchen. Bei der Reiseerzählung ist es mir oft selbst schwer gefallen, die Beschreibungen nachzuvollziehen und mir genau vorzustellen, wie das damals ausgesehen hat. Deswegen reise ich an Orte, an denen man sich das anschauen kann. Und deswegen bin ich heute im Neuseeländischen Nationalmuseum. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was ich damit meine. Georg Forster beschreibt in seinen Reisebeschreibungen und in seinen Beobachtungen ganz oft detailliert, wie die Kanus und Boote der polynesischen Einwohner des Pazifiks gebaut waren. Die unterschiedlichen Verbindungsstrukturen. Und ich konnte mir das nie richtig vorstellen. Aber hier kann man ganz genau sehen, wie die Boote gebaut waren, und zwar nur aus Naturmaterialien. Die Wakas, die traditionellen Boote der Maori und Polynesier, hatten eine herausragende Bedeutung. Sie waren nicht nur Transportmittel, sondern auch ein Symbol für Macht, Status und Gemeinschaft. Große Wakas wurden oft kunstvoll verziert und dienten auch bei zeremoniellen Anlässen. In einem zweiten Teil des Videos werde ich an einem anderen Ort mehr über diese beeindruckenden Boote erfahren. Die Polynesier waren zudem für ihre fortschrittlichen Navigationstechniken bekannt. Sie nutzten Sterne, Strömung, Wolkenformationen und die Beobachtung von Seevögeln, um große Distanzen über den Pazifik zu überwinden. Dieses Wissen wurde über Generationen weitergegeben und erlaubte es ihnen, die weit verstreuten Inseln Polynesiens zu besiedeln. Ein wichtiger Aspekt auf der Reise von James Cook um die Welt war immer auch der Handel. Er hatte Waren dabei, die für die Bewohner des Pazifiks interessant waren und mit denen er nicht nur Kulturgegenstände, vor allem Nahrungsmittel, Holz und vielleicht den Zugang zum Wasser erhandelte. Und eine ganz besondere Rolle spielt auch immer die aus Naturstoffen hergestellten Textilien der polynesischen Bewohner der Inseln, die James Cook auf seiner Reise um die Welt ansteuerte. Die Handelsbeziehungen zwischen der Crew der HMS Resolution und den Maori waren geprägt von gegenseitigem Interesse an den jeweiligen Gütern. Die Maori tauschten Nahrungsmittel, Angelhaken, Waffen und kunstvolle Gegenstände wie ein Schwert aus Haizähnen und Halsketten aus Walzähnen gegen europäische Waren wie Metallwerkzeuge, Glasperlen und Stoffe. Ganz viele der Ausstellungsstücke, die ich hier in
dem Museum finden kann, spielen in der Reiseerzählung Reise um die Welt immer wieder eine Rolle. Zum Beispiel als Tauschgegenstände, nach denen die Besatzung der Resolution und der Adventure verrückt waren und teilweise buchstäblich ihr letztes Hemd gegeben haben, um besondere Kunsthandwerksgegenstände der polynesischen Bewohner des Pazifiks zu erhalten. Die Maori stellten Stoffe her, vor allem aus Flachs, auch Harakeke genannt. Die Fasern wurden geschabt und zu Kleidung, Seilen und Netzen verarbeitet. Auf Tahiti hingegen wurde Stoff aus der Rinde des Papiermaulbeerbaums hergestellt. Mehrere Frauen klopften die Rinde mit Stöcken auf einem Baumstamm, um die Fasern zu gewinnen. Ja, ich bin positiv überrascht, dass es hier im Neuseeländischen Nationalmuseum nicht nur Ausstellungsstücke zur Kultur der Maori gibt, sondern eben auch zu den polynesischen Kulturen des Pazifiks. Tätowierungen hatten sowohl bei den Maori als auch bei anderen polynesischen Völkern eine zentrale Bedeutung. Die Maori entwickelten die Kunst des Tamoko, bei der die Haut mit Meißeln eingeritzt und die Muster mit schwarzer Farbe gefüllt wurden. Diese Tätowierungen erzählten Geschichten über Herkunft, Status und persönliche Leistungen. Ähnlich wichtig waren Tätowierungen in anderen polynesischen Kulturen, etwa auf Tahiti, wo sie ebenfalls soziale und spirituelle Botschaften trugen. Ja, das war es erstmal hier aus Te Papa Tongarewa, wie das Neuseeländische Nationalmuseum in der Sprache der Maori heißt. Ich habe hier einiges gesehen, was in meiner Reiseerzählung Reise um die Welt vorkommt. Ganz viele Details der polynesischen Völker, der Maori, aber auch der Bewohner der Sozietätsinseln und der Gesellschaftsinseln. Aber dieses Video ist damit noch nicht zu Ende, denn ich will mir auch den anderen Aspekt angucken, nämlich den der europäischen Seefahrer, also James Cook, die Besatzung der HMS Resolution und der HMS Adventure und wie Georg Forster unterwegs war und wie er das erlebt hat auf den Schiffen der Europäer. Und dann kann ich vielleicht dort eine Verbindung zwischen den polynesischen Seefahrern und den europäischen Seefahrern herstellen. Das passiert aber nicht hier, sondern das passiert am ganz anderen Ende der neuseeländischen Nordinsel, nämlich in der zweiten großen Stadt auf der Nordinsel in Auckland. Und da fahre ich jetzt hin. Die Fahrt von Wellington nach Auckland führt durch die abwechslungsreiche Landschaft der Nordinsel Neuseelands. Ich fahre dabei durch grüne Hügel, entlang von rauen Küsten und schroffen Gebirgen. Auckland ist die größte Stadt des Landes und wird oft als City of Sails bezeichnet, weil sie von zwei großen Häfen umgeben ist und ein Zentrum des Segelsports darstellt. Guten Morgen. Nach einer langen Nachtfahrt von Wellington hoch nach Auckland bin ich jetzt dort angekommen und stehe, wie ihr sehen könnt, vor dem Neuseeländischen Marinemuseum. Ich weiß natürlich noch nicht was, aber ich erwarte mir hier weitere Artefakte und Hinweise und Zusammenhänge zu finden zu der zweiten Weltumsegelung von James Cook und der Zeit, in der er hier in Neuseeland Station gemacht hat. Gehen wir mal rein. Ja, wie ich erwartet hatte, bin ich hier fündig geworden. Natürlich gibt es hier in der Ausstellung zum Landfall, also zum ersten Landgang in Neuseeland, auch einen Abschnitt über James Cook und seine beiden Besuche hier mit der Endeavour bei seiner ersten Weltumsegelung und mit der Resolution bei seiner zweiten Weltumsegelung. Cook war der Erste, der Neuseeland komplett umsegelt hat
und davon auch eine Karte der Küstenlinie gezeichnet hat, die man hier findet. Es finden sich eigentlich nur zwei kleine Fehler. Einmal hat er eine Halbinsel zu einer Insel gemacht und einmal eine Insel nur zu einer Halbinsel. Aber für seine Zeit und seine Möglichkeiten war das unglaublich akkurat. Hier im Marinemuseum von Neuseeland in Auckland kann man sich dann aber auch endlich mal ein genaues Modell der HMS Resolution angucken, was für das Verständnis dieser Reiseerzählung natürlich wichtig ist. Die Resolution war ja kein Kriegsschiff gewesen, sondern ursprünglich eigentlich ein Kohletransporter. Trotzdem hatte sie Bewaffnung an Bord, nämlich 12 Lafettenkanonen und 12 Drehbassen, die in der Handlung zum Glück an der einen oder anderen Stelle aber nur doch eine Rolle spielen. Was aus der Resolution geworden ist, weiß man gar nicht. Aber hier hat man wenigstens ein Stück Ballasteisen von der Endeavour, die vor dem Great Barrier Reef von Australien geborgen worden ist. Ausgestellt ist auch eine Karte des Dusky Sound. Dort wollte ich ja eigentlich auch hin, denn dort ist James Cook bei seiner zweiten Weltumsegelung ganz im Süden von Neuseeland zum ersten Mal an Land gegangen. Ich habe das nicht geschafft, deswegen ist es trotzdem toll, dass ich hier die Originalkarte finden kann, die James Cook mit seinen Assistenten zusammen gezeichnet hat. Hier im Neuseeländischen Marinemuseum ist natürlich nicht nur die letztlich erfolgreiche Geschichte von James Cook und seiner Begegnung mit Neuseeland und seinen Einwohnern dargestellt, sondern auch die Kapitel vorher. Zum Beispiel die nicht erfolgreiche Geschichte des französischen Besuchs, der in einer großen Auseinandersetzung und viel Blutvergießen geendet hat und auf dessen Grundlage die Franzosen entschieden hatten, dass Neuseeland zu rau ist und zu gefährlich, als dass es sich für eine Kolonisierung lohnen würde. Wie James Cook für Großbritannien und die Franzosen waren auch die Spanier und die Portugiesen auf der Suche nach dem sagenumwobenen Südkontinent Terra Australis Incognita. Sie fanden ihn letztlich und änderten mit ihrer Entdeckung auch in kleinen Teilen unser Verständnis von der Welt für immer. Aber sind die Spanier und Portugiesen überhaupt nach Neuseeland gekommen? Man weiß es nicht, aber man hat Artefakte gefunden, zum Beispiel einen Helm, der eigentlich aus spanischer Machtart ist, aber den hat man in Wellington gefunden und man weiß bis heute nicht, wie er dahin gekommen ist. Es gibt auch Berichte von Geschichtserzählern, Geschichtsüberlieferern der Maori, die beschreiben, dass weiße Leute lange vor James Cook angekommen sind. Sicher ist dagegen, dass Abel Tasman am 13. Dezember 1642 die Südküste von Neuseeland entdeckt hat. Damals sind die Entdecker durch die Gegend gesegelt und waren sich nicht immer sicher, was sie da eigentlich entdeckt hatten, wenn sie was entdeckt hatten. So war es auch bei Tasman, denn nachdem er von der Insel aufgebrochen war, die heute seinen Namen trägt, segelte er nach Osten und erreichte dann die Südinsel und sah auch das, was man heute die neuseeländischen Alpen nennt. Er hielt es aber damals für einen Teil von Südamerika. Die Leistungen von James Cook und den anderen europäischen Entdeckern des 17. und 18. Jahrhunderts waren ohne Frage beachtlich. Weit übertroffen in physischer und technologischer Hinsicht werden sie aber von den Leistungen der Polynesier. Die erkundeten und besiedelten den gesamten Pazifikraum mit ihren Wakas, also ihren Auslegerkanus, die
nur aus Naturmaterialien und ohne einen einzelnen Nagel hergestellt worden waren. Neuseeland war der letzte Ort im Pazifik, der im 13. Jahrhundert nach Christus besiedelt worden ist von Menschen. Die Besiedlung des Pazifiks ging von den Inseln in Südostasien aus. In einer ersten Migrationswelle erreichte man dann Tahiti und von dort aus in einer zweiten Migrationswelle schließlich auch Neuseeland. Mein historischer Reisepodcast auf Deutsch und auf Englisch erzählt ja nicht die Geschichte von James Cook, sondern er erzählt die Geschichte des erst 17-jährigen Deutschen Georg Forster an Bord der HMS Resolution unter dem Kommando von James Cook. Und Georg Forster hatte ein besonderes Interesse an der Darstellung und Beschreibung aller dieser polynesischen Kanus, die ihnen überall auf ihren Entdeckungsfahrten in der Südsee begegneten. Karten im westlichen Sinne nutzten die Polynesier gar nicht und kannten sie auch gar nicht. Natürlich hatten sie trotzdem Wege, ihre gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse über die Seefahrt und die Lage von Inseln im Pazifik aufzuzeichnen, nämlich mit sogenannten Stöckchenkarten. Auch in der Reiseerzählung von der Zweiten Weltumsegelung auf der HMS Resolution kommen solche Stöckchenkarten vor, nämlich als die mitreisenden Polynesier auf der HMS Resolution auf ihre Weise versuchen zu erfassen und zu beschreiben, was sie alles an Bord dieses europäischen Schiffs entdecken. Die polynesischen Stöckchenkarten beschreiben nicht die geografische Lage direkt von Inseln und Küstenlinien, sondern vielmehr die Verhältnisse zueinander. Sie markieren, wie man von einer Insel zur anderen kommt, welche Winde vorherrschen, welche Strömungen vorherrschen, teilweise auch die Wassertemperaturen, die man zu erwarten hat. Das ist ein sehr ausgeklügeltes, aber ohne Frage an der Praxis orientiertes Navigationssystem. Ja, wer auf dem Wasser unterwegs ist, weiß, kein Boot ist wirklich dicht. Auch moderne Boote sind das nicht und auch die Wakas, also die Kanus der Polynesier, waren das nicht. Deswegen mussten auch sie immer mindestens eine sogenannte Pütz an Bord haben, mit der man ständig das Wasser aus dem Boot schöpfte. Das war die Daueraufgabe von dem, der ganz vorne im Boot saß, also vor dem sogenannten Fischerkapitän. Der musste die ganze Zeit das Wasser aus dem Boot schöpfen, wenn man auf Flüssen oder dem offenen Meer unterwegs war. Ja, zum Abschluss meiner Neuseelandreise hat das Marinemuseum in Auckland an der Nordspitze Neuseelands tatsächlich nochmal eine enge Verbindung hergestellt zwischen der europäischen Seefahrt, also die HMS Resolution, und ihrer Reiseerzählung von Georg Forster und Captain Cook und den Begegnungen mit den einheimischen polynesischen Seefahrern, die auf der ganzen Reiseerzählung eine Rolle spielen. Ich habe die HMS Resolution gefunden im Modell, aber ich habe auch das Waka gefunden. Beide spielen in der Reiseerzählung Reise um die Welt eine ganz besondere Bedeutung und haben eine Beziehung zueinander. Deswegen bin ich hochzufrieden, dass ich das hier in dem Museum zum Schluss nochmal so anschaulich gefunden habe. Damit endet nämlich dieses Video hier im Nationalen Marinemuseum von Neuseeland. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet genauso wie ich eine Verbindung zu der Seefahrt hier im Pazifik herstellen und vielleicht auch zu meiner historischen Reiseerzählung Reise um die Welt an Bord der HMS Resolution mit Georg Forster und Captain Cook. Vielleicht habt ihr Lust bekommen, in die deutsche oder in die englische Fassung meines historischen Reisepodcasts Reise um die Welt reinzuhören. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, dann bekommt ihr sofort mit, wenn ich wieder unterwegs bin. Ich bin gespannt, wo es dahin geht. Bis dahin, schöne Grüße aus Neuseeland, aus Auckland. Bis bald.
Ciao, ciao.